Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich mich für bisher 90.000 Abonnenten bedanken. Vielen, vielen Dank, das hätte ich niemals erwartet. Und deshalb zeige ich euch heute, wie ihr Schokobons zu Hause selber machen könnt. Dafür als erstes 50 Gramm Milchpulver und 50 Milliliter heiße Milch mit einem Schneebesen glatt rühren. Anschließend brauchen wir 200 Gramm geschmolzene weiße Schokolade. Die heiße Milch zur Schokolade gießen, mit einem Löffel verrühren und so lange weiter rühren, bis sich Milch und Schokolade zu so einer dickflüssigen Creme verbunden haben. Jetzt nur noch 50 Gramm geröstete und gehackte Haselnüsse dazugeben, die Haselnüsse unter die Creme rühren und dann sind wir mit der Füllung auch schon fertig. Das Ganze muss jetzt nur noch abkühlen bzw. fest werden und deshalb die Schüssel für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank stellen. Nach ca. 2 Stunden können wir die Schokobons formen, dafür mit einem Teelöffel etwas von der Schokoladenmasse abstechen, mit den Händen etwas zusammendrücken und zwischen den Handflächen zu kleinen Kugeln und danach zu kleinen Eiern formen. Wenn das erledigt ist, zum Schluss einen Zahnstocher in das Ei stechen, so lassen sich die Eier später besser mit Schokolade überziehen und das Ganze für die restliche Masse wiederholen. Wenn ihr damit fertig seid, 150 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, die Eier nacheinander durch die Schokolade ziehen, etwas abtropfen lassen und dann zum Aushärten zur Seite stellen. Ich benutze dafür einen alten Schuhkarton, den Zahnstocher einfach in die Oberfläche stechen und die Eier dann komplett aushärten lassen. So sehen die fertigen Schokobons dann aus. Zum Schluss müssen wir nur noch den Zahnstocher wieder entfernen und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Bis zum nächsten Mal.